Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Heute mal wieder ein Video, das es zu 100% auf Neulinge in der Hundewelt abgesehen hat. Auf Menschen, die vielleicht erst kürzlich einen Hund nach Hause geholt haben oder die in Kürze vorhaben, sich ihren ersten Hund zu holen, also auf Ersthundebesitzer. Ein Thema, das solchen Leuten, die mit diesem Thema noch nicht in Kontakt gekommen sind, eventuell etwas weiterhelfen könnte oder sie zumindest zum Nachdenken diesbezüglich anregen könnte. Dogwalker, Dogsitter, Fluch oder Segen, um genau das geht es heute in diesem Beitrag. Also, bis gleich. Ja, Dogwalker, Dogsitter, Fluch oder Segen, sowohl als auch, würde ich meinen. Wofür brauchen wir diese Leute überhaupt? Nun, dazu gleich später. Schauen Sie, Fluch oder Segen. Nochmal, ich wiederhole mich, sowohl als auch. Wieso bin ich dieser Meinung? Weil ich beides schon gesehen habe, mir meine Meinung dazu gebildet habe und Ihnen die in diesem Video natürlich auch preisgeben möchte. In diesem Thema gibt es sehr viel Licht, aber es gibt auch viel Schatten. Das ist eine Sache, die viele Ersthundebesitzer vielleicht noch nicht wirklich detailliert durchdacht haben, wurden noch nicht konfrontiert mit dem Thema Zeit. Und das ist ein sehr wichtiges Thema in der Hundehaltung. Wir wissen, die Hundehaltung erfordert enormen Zeitaufwand. Nicht nur Arbeit, sondern auch Zeitaufwand. Und diese Zeit ist nicht immer gegeben. Die optimale Situation ist die von Besitzern, welche sich in der Pension befinden. Hier spielt das Thema Zeit bei der Hundehaltung im seltensten Falle eine Rolle. Oder ein Pärchen, Frauchen. Der eine Besitzer ist noch Vollzeit berufstätig, der andere ist schon in Pension. Auch hier gibt es zumeist diesbezüglich kein Problem. Doch dann wird schon etwas knapp. Beide berufstätig, Teilzeit oder Vollzeit. Wir wissen alle, und da brauchen wir nicht ins Detail gehen, dass permanentes Alleinelassen des Hundes über 10, 11, 12 Stunden täglich dem Wesen des Hundes nicht zugutekommen, auch wenn er es vielleicht körperlich aushalten würde. Sie wissen schon, den Drang, sich zu entleeren, so kontrollieren kann, dass der sich nach einiger Zeit daran gewöhnt hat, derartige Stunden alleine zu bleiben. Es ist nicht optimal. Wir wissen, unsere Hunde sind Gesellschaftstiere, Rudeltiere, die die Gesellschaft brauchen, suchen, obwohl sie einen großen Teil ihres Lebens verschlafen. Ja. Sie wissen sehr genau, auch wenn sie sich zur Ruhe begeben, ob sie alleine sind oder ob sie in Gesellschaft sind. Ja. Also nochmal, manchen Leuten bleibt nichts übrig, um sich mit dem Gedanken zu spielen, einen Dogsitter für seinen Hund zu engagieren oder seinen Hund einem Dogwalker zu überlassen oder seinem Hund in eine Hundepension zu geben. Wo sind dann die Unterschiede? Also manchmal verschmelzen diese Dogsitter, Dogwalker und Hundepensionen zu einer Einrichtung, doch es gibt sie auch getrennt vorkommen, möchte ich mal sagen. Der typische Dogsitter ist eine Person, die ihrem Hund Gesellschaft leistet, wenn sie nicht da sind. Der für einige Stunden ihrem Hund, während sie in der Arbeit sind, Gesellschaft leistet. Dann gibt es die Dogwalker, das sind Leute, die zumeist so handeln, dass sie ihren Hund von ihnen abholen und dann mit diesen Hunden spazieren gehen, weil sie verhindert sind, das zu tun. Wegen was auch immer, sei es berufstätig oder gesundheitlich, aus gesundheitlichen Gründen. Ja, und dann gibt es die Hundepensionen. Die typischen Hundepensionen sind nichts anderes als Hundehotels. Manche als Zweitwohnsitz für den Hund, wenn sie in Urlaub fliegen, für 2-3 Wochen. Und manche sind Hundetagesstätten, wo die Hunde verbleiben, während sie ihrer Vollzeitarbeit
nachgehen. Manchen Hundebesitzern wurde das niemals geplant, dass ihr Hund entweder von einem Dogsitter betreut wird oder mit einem Dogwalker spazieren geht oder in eine Hundepension untergebracht wird. Bei anderen Leuten wird das von Anfang an geplant. Die wissen, wir sind berufstätig, Vollzeit berufstätig und der Hund wäre jeden Tag an die 12 Stunden alleine. Das können wir nicht antun. Und planen von vorne, von Anfang an diesen Hund irgendwann mal in die Hundepension zu geben in der Zeit, wo sie in der Arbeit sind. Und ist das so einfach? Also, dass man das plant. Schauen Sie, manche Menschen werden mehr oder weniger dazu gezwungen, aus verschiedensten Gründen, ihren Hund von heute auf morgen solchen Einrichtungen zu überlassen, weil sie ins Spital müssen oder aus ähnlichen Gründen. Weil ihr Partner sich von ihnen getrennt hat, der zuvor beim Hund zu Hause war und der Hund ans Alleinesein nicht gewohnt ist. Wenn er alleine ist, wehklagt, jault, bellt oder Dinge zerstört. Ja. Meistens ist das Mobiliar. Auch dann werden sie zumeist dazu gezwungen, solche Planungen umzusetzen. Nochmal zurück zu den Leuten, die das von Beginn an planen. Ist das so einfach? Nein, überhaupt nicht. Ja. Liebe Zuseher, es gibt so viele verschiedene Hunde. Manche Hunde kommen mit fremden Umgebungen, mit fremden Menschen, die sie an der Leine führen oder bei welchen sie mehr oder weniger einquartiert werden, bis sie wieder da sind, von ersten Tag an gut zurecht. Andere Hunde brauchen eine Woche. Bei den anderen wiederum dauert es bis zu einem Monat, bis sie sich etwas lockern und andere Hunde werden dann nie damit zurechtkommen. Mein Hund gehört zu den vierten. Ja, also der Vito ist ein Hund, der sich da geistig völlig zurückziehen würde. Das hat viel mit seiner Jugend zu tun, mit seiner Prägung, die ersten 5 Monate. Viele von Ihnen wissen das, hat er sie überhaupt nicht gut gefunden. Auf der Straße mit seinen Geschwistern wurde mit Steinen von Kindern beworfen, sah 5 Monate nichts anderes als einen Holzpferd und den Himmel, aber sonst nur Holzwände, sonst nichts, kannte gar nichts. Kam von Beginn an schon extrem misstrauisch und fluchtbereit und scheu Fremden gegenüber. Ja, ich bin so eine absolute Bezugsperson, es folgt meine Frau und dann kommt einmal 1000 Kilometer gar nichts. Die nächsten, denen er halbwegs vertraut, sind meine Eltern und dann kommt wieder 1000 Kilometer nichts und dann kommt meine Tochter. Ja, fremden Menschen macht er geistig völlig zu. Würde ich ihn in eine Hundepension geben, würde sich der dort geistig völlig zurückziehen und ein Dogwalker käme mit ihm in einer Stunde maximal 20 Meter weit, außer er würde ihn tragen. Auch das würde er ja nicht zulassen, da würde er höchstwahrscheinlich zubeißen. Aber Vito ist für das nicht gemacht. Also kann man so etwas planen? Nun, ich hätte es nicht gekonnt. Ich meine, ich hätte es planen können, aber der Schuss wäre nach hinten losgegangen. Also ganz so einfach ist das nicht mit dem Planen. Wenn Ihnen nichts anderes überbleibt, weil Sie krank werden, nicht mehr mit dem Hund gehen können oder wegen irgendwelchen anderen Gründen, ja, dann bleibt Ihnen ja sowieso nichts anderes über, als dass Sie das tun. Aber wie gesagt, planen und dann erwarten zu dürfen, dass das Ganze harmonisch runterläuft, das ist nicht so einfach, liebe Zuseher. Obwohl ich einen guten Freund habe, der eine Hundepension führt und der mir schon oft erzählt hat, dass die Hunde richtig enttäuscht sind, wenn sie von ihren Besitzern von dort abgeholt werden. Ich hatte da wir hatten verschiedene Meinungen zum Thema, denn ich meinte, dann passt irgendwas zu Hause nicht. Ja, denn wenn der Hund lieber in der Pension ist als zu Hause, dann passt da irgendwas in der Haltung nicht. Der Meinung werde ich immer sein. Ja. Also egal wie der Hund charakterlich gepolt ist, normalerweise sollte er sich beim Besitzer immer wohler fühlen als irgendwo auf fremdem Gelände, auch wenn er das schon kennt. Das ist nicht sein Zuhause. Ja. Also da hat's irgendwo was. Ja. Andererseits beweist es wiederum, dass der Betreiber dieser Hundepension sich gut um die Hunde kümmert, also dass es den Hunden dort gut geht, denn sonst wären die nicht gerne dort. Ja, aber trotzdem, das ist eine Meinung, hinter der stehe ich wie ein Felsen. Ja, also irgendwas stimmt da nicht, wenn mein Hund lieber in der Pension ist als bei mir. Also irgendwo hapert es dann bei dem Ganzen. Ja. Also wie ist so ein Ablauf? Ein Ablauf
Ich möchte Ihnen ganz kurz mal die Abläufe erklären, wie die normalerweise vor sich gehen mit so Dogwalker, Dogsitter oder Hundepensionen. Normalerweise. Ja. Ist es so, dass Dogwalker, wenn Sie die kontaktieren als Interessent, sich mit ihnen in Verbindung setzen, es wird ein Treffen vereinbart, Ihr Hund wird einmal begutachtet von diesem Dogwalker, ob der Hund überhaupt kompatibel ist für dessen Job. Das heißt, ob der Hund verträglich ist mit anderen Hunden, weil Dogwalker zumeist mit mehreren Hunden unterwegs sind. Es gibt Ausnahmen. Ja? Es gibt Dogwalker, die gehen einzeln mit den Hunden, aber warten Sie. Ob der Hund leicht in Stress kommt, ob der Hund halbwegs normal funktioniert, um ihn in dieses Programm aufnehmen zu können. Sie verstehen, was ich meine. Ja, wenn das der Fall ist, dann steht dem Ganzen nichts mehr im Wege. Diese Dogwalker fahren zumeist mit einem Auto, das mehrere Hunde aufnehmen kann, ja, von Adresse zu Adresse und holen einen nach dem anderen Hund ab und gehen dann mit diesen Hunden gemeinsam spazieren. Ja, so. Erster Ablauf. Diese Dog-Sitter habe ich vorher schon erklärt. Das sind zumeist Leute, die einfach nur auf ihre Hunde aufpassen. Ja. Hier verschmilzt das auch oft, dieses Dogwalker und Dog-Sitter. Aber ich sage jetzt mal die typischen Abläufe dieser Leute. Das sind zumeist Einzelpersonen, die auf ihren Hund aufpassen. Gut, schnell erklärt. Und diese Hundepensionen sind Einrichtungen, die nichts anderes als Hundehotels darstellen. Auch dort wird auf verschiedene Art und Weise gehandelt. Manche stellen nur Räumlichkeiten für Hunde zur Verfügung, ja, wo sie genug Platz haben, wo sie ihr Futter, ihr Wasser haben, wo auch mit ihnen kommuniziert wird, gar keine Frage. Aber da wird mit den Hunden nicht rausgegangen. Und dann gibt es wieder Hundepensionen, wo mit den Hunden auch spazieren gegangen wird. In manchen Hundepensionen im Verband, also mit mehreren Hunden, wenn sie untereinander verträglich sind, in anderen wieder nur mit einzelnen Hunden. Ja, also so läuft das in etwa ab. Und jetzt sage ich Ihnen was. Ja. Ich treffe des Öfteren einen Dogwalker, der ist unterwegs mit einem stinknormalen Kombi-Pkw, ja, nicht größer als ein Audi A4 Kombi. Da sind 7 Hunde drin. 7 Hunde sind drinnen, der kleinste ist mittelgroß. Wie die da reinpassen, ist mal ein Rätsel. Ich weiß nicht, wie viel da im Kofferraum drinnen sind, aber diese Person steigt mit 7 Hunden aus. Ich habe sie schon mindestens 10 Mal getroffen. Mindestens 3 dieser Hunde, wenn die aussteigt und mit den Hunden unterwegs ist, sind völlig überfordert mit der Situation. Kommen mit diesen lauten Kommandos, die von diesem Dogwalker weggeschleudert werden, damit die Hunde alle zusammenbleiben und parieren, kommen nicht zurecht. Die sind völlig fertig mit den Nerven. Ich sage Ihnen was. Ja. Nicht nur das. Diese Hunde müssen ja von zu Hause abgeholt werden auch. Jetzt weiß man nicht, wie weit diese Adressen voneinander entfernt liegen, wo diese Hunde abgeholt werden. Ja, ist vielleicht eine Stunde unterwegs, bis alle Hunde aufgeklappt sind. In dieser Zeit fahren die Hunde miteinander zusammengepfercht in diesem Kombi-Pkw durch die Gegend. Ja. So ist Stress. Manche Hunde kommen damit besser zurecht, andere kommen damit überhaupt nicht zurecht. Ob sie verträglich sind oder nicht, das ist Stress für den Hund. Mit 2, 3, 4, 5, 6, mit 7, wenn 7 Hunde sind, mit 6 anderen vierbeinigen Kumpels in dem Auto drinnen, von Pontius zu Pilatus gefahren. Ja. Der eine bellt, der andere hechelt, der andere möchte schlafen, der möchte sich hinlegen, der möchte sich umdrehen. Das ist purer Stress. Ja. So, jetzt steigt er dann da aus und geht mit den Hunden eine Stunde. Von mir aus 2. Dann sammelt sie die Hunde wieder ein, pfercht sie in dieses Auto hinein und bringt sie alle wieder nach Hause. Und wieder sind die Hunde unterwegs, von Pontius bis zu Pilatus. Die Hunde kommen höchst aufgedreht nach Hause, finden keine Ruhe, sind hypergestresst und sind völlig fertig, auch am nächsten Tag. Dieses hypergestresste, unruhige, ja, das wird dann von einigen Leuten gedeutet, als schau, wie der gut drauf ist. Der ist so gut gelaunt, wenn der nach Hause kommt vom Dogwalking. Liebe Zuseher, bedenken Sie das. Unsere Hunde brauchen bis zu 14, bis zu 16 Stunden Schlaf am Tag, Ruhe am Tag. Was glauben Sie, wie viele Stunden Vierlefanz, ja, das für den Hund sind, wenn der von einem Dogwalker abgeholt wird, wo der mit mehreren Hunden unterwegs ist? Ich möchte ja gar nicht drüber reden, ob das vernünftig ist, wenn man mit 7 Hunden unterwegs ist, die alle der Kategorie mittelgroß angehören, ja, wo ich keinen wirklich zu 100% kenne. Mir ist es ein Rätsel, weshalb da noch nicht mehr passiert ist. Mir ist es ein Rätsel.
Und mir kommt dieser Dogwalker, der mit diesen 7 Hunden unterwegs ist, nicht wirklich sattelfest vor, wenn ich ehrlich bin. Ja. Wollte ich nur sagen, wenn Sie vorhaben, in Zukunft einen Dogwalker zu engagieren, weil Sie die Zeit nicht haben, Ihren Hund die Bewegung zu bieten, die er benötigt, ja, bedenken Sie, was da für Stress auf den Hund zukommen kann. Wenn Ihr Hund ein sehr stressresistentes Tier ist, das gut mit solchen Dingen zurechtkommt, das müssen Sie wissen, ja, dann könnte das eventuell klappen. Aber wenn Ihr Hund einer Hunderasse angehört oder ein Individuum darstellt, das zwar sehr verträglich ist mit Artgenossen, der auch ruhig bleibt, wenn er Auto fährt und so weiter, heißt das noch lange nicht, dass er mit dieser Situation auch zurechtkommt. Das ist ein Mörderstress. Ja. Das ist nun mal so. Sie nehmen diesem Hund viel an Ruhezeit weg, die er unbedingt benötigt, und das kann krank machen. Das sage ich Ihnen. Ja. Dogsitter ist wieder eine andere Geschichte. Also Dogsitter ist normalerweise keine Stresssituation für den Hund, wenn der Hund gut mit oder schnell mit fremden Menschen zurechtkommt. Ja. Das ist ein Dogsitting, so ein engagierter Dogsitter, der für 3, 4, 5 Stunden am Tag beim Hund ist, sicherlich nichts Schlimmes. Bei meinem Hund würde es nicht gehen, deswegen sage ich, planen kann man so etwas nicht. Ja. Also ich würde bei meinem Hund nie die Hand ins Feuer legen, dass der in meiner Abwesenheit diesen Dogsitter dann nicht beißt. Ja. Auch da nicht, wenn er den jetzt schon eine Woche kennt oder wenn uns der jetzt schon eine Woche besuchen kommt. Ja. Also zu planen ist so etwas sehr schwer. Hundepension, das ist wieder so eine Geschichte. Ja. Manche Hunde kommen sofort mit Hundepensionen klar. Die haben einen breiten Rücken, die schütteln sich, ja, und wissen im Nu, wenn es eine Hundetagesstätte ist. Ja. Am Abend werde ich wieder geholt. Also noch spätestens 4, 5 Tagen haben die das Intus und wissen, das ist jetzt Struktur, die wird beibehalten. Ich weiß genau, etwa um die Zeit werde ich wieder geholt. Da haben kein Problem damit. Haben vielleicht die ersten 1, 2, 3 Tage damit ein Problem, aber dann geht das. Bei anderen Hunden dauert es ein bisschen länger. Manche Hunde gewöhnen sich niemals an das. Ich sage es nochmal. Sie wissen vorher nicht, wie sich Ihr Hund entwickeln wird, also planen Sie so etwas nicht im Vorhinein. Wie gesagt, nochmal, wenn Sie in die Situation kommen, wo das unbedingt notwendig ist, weil es nicht anders geht, dann geht es ja sowieso nicht anders. Also bevor ich meinen Hund hergebe, mache ich es lieber so, oder? Das ist ganz klar. Dann habe ich ihn trotzdem am Abend wieder bei mir zu Hause. Also besser, als ich gebe ihn komplett weg. Also wenn ein Hund mal bei mir ist, dann bleibt er bei mir bis an sein Lebensende. Da fährt die Eisenbahn drüber. Ich hoffe, Sie denken auch so. Aber wie gesagt, planen Sie sowas nicht. Hier ist viel Licht. Wenn Sie einen tollen Betreiber einer Hundepension haben und einen Hund haben, der das geistig packt, ja, dann ist das okay. Dann, ja, Sie können sich einen Hund nehmen und das Ganze geht. Ja. Der Hund verkümmert nicht geistig, weil Sie ihn weggeben, so wie meiner das tun würde, wenn ich das tun würde. Was ich nicht packe, das werde ich nie packen. Dass Leute planen, sich irgendwann mal einen Hund zu nehmen und aber auch bei der Planung, sich irgendwann mal einen Hund zu nehmen, sich auch völlig davon überzeugt sind, dass sie weiterhin in Urlaub fliegen werden, ohne Hund. Ja? Also das packe ich nicht, das packe ich überhaupt nicht. Entweder nehme ich meinen Hund in Urlaub mit, vor allem mit dem Auto irgendwo hin, weil ins Flugzeug gebe ich meinen Hund nicht rein, glauben Sie mir. Ich habe insgesamt 3 Jahre am Flughafen gearbeitet als Lader. Ich weiß, wie das ist, wenn Hunde im Ladebordraum verzurrt werden. Ja, also mein Hund würde niemals mit dem Flieger mit mir in Urlaub fliegen. Wenn ich in Urlaub fahre, habe ich einen Hund im Auto mit, und wenn das nicht geht, fahre ich nicht in Urlaub. Aber ich fahre nicht 2 oder 3 Wochen in den Urlaub und gebe meinen Hund in dieser Zeit in eine Hundepension. Sicher nicht. Na, sicher nicht. Tun Sie das, wenn Sie das wollen? Für mich ist das ein Verbrechen am Wesen meines Hundes. Und da werde ich mit jedem Hundepensionbetreiber streiten, bis in alle Ewigkeit. Der Hund weiß nicht, dass Sie nach 3 Wochen wiederkommen. Sie wissen das. Ihr Hund weiß nur, dass Sie ihn im Stich gelassen haben. Und da können Sie mit mir streiten, was Sie wollen. Das ist so. Und deswegen würde ich das niemals planen. Eine Hundetagesstätte, wo ich den Hund jeden Tag am Abend wieder abhole, ist eine andere Geschichte. Sehr schnell hat sich der Hund daran gewöhnt, an diesen Rhythmus. Einer meiner Freunde
den ich gefragt habe, ob ich ihn erwähnen soll oder darf in diesem Video, der hat mir zwar gestattet, ja, du kannst mich erwähnen, aber bitte mach keine Werbung für mich, denn ich gehe über an Aufträgen. Gut, dann halte ich mich an diese Bitte und werde keine Werbung für ihn machen. Der Harry, der hat eine Hundepension. Der hat sich seinen Wunsch erfüllt, seinen Lebenswunsch erfüllt, mit Hunden zu arbeiten und hat sich diesbezüglich selbstständig gemacht. Hat eine tolle Hundepension mit Grundstück. Der nimmt Hunde, während ihre Besitzer in Urlaub fahren für 2-3 Wochen. Er fungiert aber auch als Hundetagesstätte. Der geht mit den Hunden spazieren, die haben dort eine herrliche Gegend, der fährt mit ihnen nirgends hin. Der geht zumeist zu 90% einzeln mit den Hunden spazieren. Dort gibt es einen großen See, eine schöne Gegend. Und hier und da geht er mal auch mit mehreren Hunden raus, hat er mal gesagt, wenn sie sich untereinander vertragen. Eine tolle Hundepension, ein toller Hundemensch. Ich sage Ihnen was, ja, also bei ihm hätte ich, was Vito betrifft, überhaupt keine Sorgen, wenn es um Behandlung geht. Also da würde ich ihm voll und ganz vertrauen, aber der hätte keine Chance. Harry hat ein Gefühl für Hunde, er hat Ahnung von Hunden, hat schon mit tausenden Hunden zu tun gehabt, aber er hätte bei Vito keine Chance. Vito würde bei ihm zugrunde gehen. Und da würde er hat mir das gesagt, mit viele der Hunde, die bei ihm zu Gast sind richtig traurig oder beleidigt, wenn sie von den Besitzern abgeholt werden, weil sie wieder nach Hause müssen. Ja, und ihm habe ich auch gesagt, ja, aber das stimmt dann irgendwas nicht. Ja. Ja, natürlich können jetzt einige Hundebesitzer, die solche Hunde haben, über mich herfallen, mich würgen wollen und sagen, oh ja, ich behandle meinen Hund perfekt. Trotzdem gefällt es ihm beim Harry so gut, dass er nicht nach Hause möchte. Und ich sage ihnen, er war scheinbar nicht perfekt genug, denn dann würde der Hund sich freuen, wenn sie kommen und ihn vom Harry abholen. Und der Meinung werde ich immer bleiben. Ja. Natürlich kann es einem Hund in einer Hundepension gefallen, wenn es dort schön ist, so wie es beim Harry der Fall ist, wenn er es dort gut hat, aber zu Hause, in seiner Familie, gefällt es einen sehr gut gehaltenen Hund normalerweise immer besser als in der schönsten Hundepension. Niemand auf der ganzen Welt kann mich vom Gegenteil überzeugen dabei. Niemand, ja. Ja. Also das ist zum Beispiel solch eine Hundepension, wo Sie Ihren Hund hinbringen. Der wird natürlich zuvor auch abgecheckt, ob er verträglich ist. Wenn das ein sehr unverträglicher Hund ist, dann kann er ihn nicht nehmen, da er ihn dort ständig in ein Extrazimmer abisolieren müsste. Das möchte er nicht. Harry ist ein sehr, wie soll ich sagen, einfühlsamer Hundemensch. Aber natürlich, wie gesagt, checkt er vorher ab, ob der Hund kompatibel ist für dieses Programm. Ja, und dann nimmt er die Hunde auf, auch wenn sie 2 oder 3 Wochen in Urlaub fahren. Ja. Dafür werde ich sie immer kritisieren, die Leute. Mir egal, wie viel Feindschaft ich mir da zuziehe. Dahinter stehe ich. Ja. Ja, tolle Hundepension, aber es gibt natürlich auch andere Hundepensionen. Also solche Sachen sollte man sich immer anschauen. Doch abgesehen davon, ob toll oder nicht toll, das Wichtigste ist, packt Ihr Hund das? Planen Sie so etwas vorher noch nicht. Sie wissen nicht, ob Ihr Hund das packen wird. Wenn Sie sich nicht sicher sind, dass Sie genug Zeit für Ihren Hund haben, dann nehmen Sie sich keinen. Das ist der beste Weg, meiner Meinung nach. Denn wenn Sie sich nicht sicher sind, dass Sie genug Zeit für Ihren Hund haben, dann müssen Sie Dogwalker oder Hundepensionen planen. Das geht nicht. 50-50 Chance. Entweder Sie haben einen Hund, der das packt, den das gar nichts tut, oder Sie haben einen Hund, den zerstören Sie das Wesen damit, weil er es überhaupt nicht packt. Und ja, es gibt so Hunde, nochmal, zum 1000. Mal. Mein Vito ist so einer. Ja, glauben Sie mir das, wenn ich Ihnen das sage? Das ist mein Hund, ich weiß das. Wäre es nicht so, dann würde ich es nicht sagen. Also, planen Sie so etwas nicht. Aber wenn es nicht anders geht, weil Sie zum Beispiel jetzt alleinstehend sind mit einem Hund, Sie sind in Pension und jetzt müssen Sie ins Spital, dann bleibt Ihnen sowieso nichts anderes über. Wenn Sie niemanden in der Familie haben, der sich um den Hund kümmern kann, kommt höchstwahrscheinlich nur solch eine Hundepension in Frage. Nicht? Also, dass man das in die Wege leitet. Solche Geschichten oder Dogsitter oder so irgendwie in der Richtung hat. Ja, aber planen Sie diese Dinge nicht von Anfang an. Ja. Wir fahren in Urlaub jedes Jahr, auf das verzichten wir nicht. Der Hund kommt in die Hundepension. Puh, going, puh. Na, ja. Schauen Sie, ich bin kein Lehrer,
habe ich schon mal gesagt. Ich kann Ihnen nur Tipps geben. Das sind meine Tipps. Wenn Sie Hunde lieben, wenn Sie wollen, dass Ihr Hund ein schönes Leben führt, dann sollten wir auch alle versuchen, um das Beste zu tun, dass er das tun kann. Ja, die Planung, den Hund mit einem Dogwalker loszuschicken, der vielleicht noch mit 15 Hunden in einem Mini Cooper unterwegs ist, oder den Hund für 3 Wochen jedes Jahr in eine Hundepension zu stecken und ich hole dich in 3 Wochen wieder, auf Wiedersehen, das zählt da nicht dazu. Ja, das ist meine Meinung. Also, Dogwalker, toll, wenn Sie es richtig machen. Ja, eventuell nur mit jedem Hund einzeln gehen oder maximal mit 2 Hunden oder 3 Hunden maximal. Unterwegs sind ja, mehr ginge für mich sowieso nie. Ja. Dogsitter ist das kleinste Übel, würde ich mal sagen, und am leichtesten zu handeln. Hundepension, ja, wenn es eine gute Hundepension ist und wenn sie als Hundetagesstätte benutzt ist, ja, kann vielen Menschen helfen, und bevor man den Hund hergibt, machen wir lieber das. Gar keine Frage, würde auch ich tun. Also bevor ich meinen Hund nicht mehr haben kann, würde ich natürlich das nutzen. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber Hundepensionen über 2-3 Wochen, weil ich in Urlaub fahren will, meinen Hund nicht mitnehmen kann und ich nicht darauf verzichten möchte, dann sind sie für mich kein Hundehalter. Tut mir leid, wenn ich das sage, oder ein gefühlsloser Hundehalter. Ist so, ja, auch wenn sie mich jetzt würgen wollen, so sehe ich das. Ist meine Meinung. Ja, so viel zu diesem Thema, liebe Zuseher. Das war wieder mal ein Video, das eventuell zukünftigen Ersthundebesitzern etwas Anregung zum Nachdenken gibt, wenn man sich dieser Sache noch nicht ganz sicher ist. Mein Kanal ist nun mal sehr stark auf Menschen aufgebaut, die neu sind zum Thema, die noch nach Informationen suchen, und deswegen schleudere ich hier und da mal solch einen Beitrag raus, mit der Gefahr, mir Feinde zuzulegen, aber ja, es soll mir recht sein. Lege ich mir Feinde zu, wenn ich auch nur einen Hund damit helfen kann. Ja, das ist mir wert. Ja. So viel zu diesem Thema. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.